Und wenn du so dein Leben nach dem Sport betrachtest, du hast ja einige Jahre gespielt und wie würdest du sagen, hast du das geschafft? Wie hast du es geschafft, dein Körper einfach auch auf diesem Niveau so lange zu halten, einfach, dass dir nichts passiert? Wenn du auf hohem Niveau spielst, belastet das den Körper ja auch an einem gewissen Punkt. Was war so dein Patentrezept in Anführungsstrichen? Also das war halt so klar, wenn man so Wehwehchen hatte, ich meine, im Football gehört das dazu, ähm, aber dann eben auf seinen Körper hören. Aber jetzt halt, man muss trotzdem weitermachen, wenn man in der Saison ist. So, du musst trotzdem weiter trainieren. Das habe ich zumindest immer gemacht. So, ich glaube, wenn wir samstags gespielt haben, war nur Sonntag off quasi. Ja. Dann halt, keine Ahnung, zu Hause in die kalte Badewanne mit, wie heißt es, mit Eiswürfeln. Ja, das, auch wenn es unangenehm ist, aber so ist das. Ja, wenn es hilft, ne? Genau. Aber ansonsten war immer, wenn die Saison war da Vollgas, wenn es ging. Und das würdest du auch jungen Spielern und Spielerinnen so weitergeben, zu sagen, hey, ich habe, auch wenn ich mal ein bisschen was merke, man muss natürlich nicht seinen Körper komplett bis zum Ende belasten, aber ich merke, da ist eine Genau. Kleinigkeit, auch mal ein bisschen gegen anarbeiten oder... Genau. Also mein Papa hat immer gesagt, aktive Regeneration. Also man kann auch Sachen auslaufen, wenn man jetzt nicht ins Fitnessstudio kann oder solche Sachen. Aber man soll trotzdem immer weitermachen. Jetzt nicht. Außer man hat natürlich wirklich was Gravierendes, weiß ich nicht. Wenn man einen verstauchten Knöchel hat, dann nicht so. Aber wenn ich jetzt 3, 4 blaue Flecke vom Spiel habe, dann trotzdem weitermachen, dass der Körper auch weiterarbeitet, das abbaut und dann wird das schon funktionieren. Ja, klingt ganz plausibel. Hat ja funktioniert und Hat funktioniert, denke ich. gibt bestimmt viele Menschen, die ja ähnlich denken. Also kann ich von meiner Erfahrung auch sagen, dass ich versucht habe, immer sich trotzdem ein bisschen zu bewegen und zu sagen, hey, irgendwie muss ja nicht immer die gleiche Sportart sein, aber man Genau. kann so ein bisschen Bewegung reinbringen. Richtig. Und welche Erfahrung würdest oder welche sind die wichtigsten Erfahrungen, die du in deinem Football-Leben für dich ja, kennenlernen durftest, wo du sagst, oh, die konnte ich auch gut auf mein Leben anwenden? So, wo würdest du sagen, hey, das hat mich weitergebracht? Dass, dass auch wenn es nicht einfach ist, gerade, also das Ziel halt nicht aus dem Auge verlieren. So der, man sagt ja auch, der Weg ist das Ziel, aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, wenn du in den German Bowl kommen willst und du musst das Spiel noch gewinnen und du liegst aber mit, keine Ahnung, 6, 7, 8 Punkten hinten, dass du nicht aufgibst, sondern halt echt bis zum Ende eben durchbeißen und so ist es auch im Job. So, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, aber deswegen nicht einfach hinschmeißen, so, sondern trotzdem immer weitermachen. Und es wird auch wieder besser. So. Das gehört halt einfach dazu. Ja. Das sind Erfahrungen, die man im Leben machen darf, im sportlichen, aber auch im Ja, im privaten Sport Leben. auch. Genau. Ja, stimmt. Und wenn du jetzt so mit ein bisschen Abstand auf deinen Weg bis hierher zurückblicken kannst, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, oh, das bereue ich enorm, oder würdest du sagen, oder würdest du irgendwas anders machen? Sportlich gesehen? Ja, insgesamt, einfach wo du sagst, hey, das Jahr, also alles, was du natürlich, So, so würde ich gar nicht, also ich würde eigentlich gar nichts anders machen, weil ich konnte so viele Erfahrungen sammeln, ich durfte so viele verschiedene Menschen kennenlernen und auch dadurch ganz viele Kontakte knüpfen. Ich habe tolle Freunde dadurch auch kennengelernt. Das, was ich vielleicht in Rothenburg, wenn ich das alles nicht gemacht hätte, vielleicht nicht so gehabt hätte. ja, So, und ich habe halt, denke ich, im Gegensatz zu anderen, die was das nicht hatten, denke ich, meinen Horizont erweitern können und über den Tellerrand hinaus geguckt. So, und gesehen, dass es eben so tolle Möglichkeiten gibt. Und von daher würde ich eigentlich so nichts anders machen. Bereuen an sich, nee, eigentlich nichts. das ist schon mal gut, dann kann man nämlich glücklich ins Leben einfach weiter sein Leben leben. Ne? Genau. Und wie sieht dein Leben aktuell aus? Und wenn wir schon beim Thema sind, also wie würdest du sagen, ist es aktuell
bist du da, also so das Leben nach dem Sport. Ja, ja, es ist halt normaler geworden. So, ich gehe schon noch, ich versuche schon noch viel Sport zu machen, aber es ist halt nicht mehr, oh, ich muss, weil dann und dann ist das und das Spiel oder. Ich muss mir keine Videos mehr angucken und so. Es ist halt entspannter, du hast viel mehr Zeit für dich selber. Auch mit meiner Freundin und unseren 2 Kindern, es ist halt, ja, es ist halt viel familiärer und langsamer und ruhiger. Davor so von, weiß nicht, ich sag von 19 bis, keine Ahnung, 30 oder so, war es halt immer nur Football. Also, ey, ich muss trainieren, ich muss laufen, ich muss das, ich muss in Zug, ich muss nach Braunschweig, ich muss nach Dresden. So, jetzt ist es, ja, es ist aber auch so schön. So, es ist Ja, klar. ja eine ganz andere Seite und halt auch ein ganz anderer Abschnitt in meinem Leben oder im Leben. Und ja, das Kapitel Football ist zu und hatten wir ja auch schon, da gibt es nichts zu bereuen. Und ich bin auch glücklich, so wie es ist. Ja. Dominik, wir danken dir vielmals, dass du die Zeit genommen hast, mit uns ein Interview zu führen. Es hat tierisch Spaß gemacht. Und man sieht sich vielleicht auf irgendeinem anderen Wege nochmal wieder. Ja, Vielen Dank dafür. Da bin ich immer gern.